Ihr Lieben, das sind meine letzten Stunden in meinem Atelier. Morgen geht es los in Richtung Portugal. Ich möchte dieses Land kennenlernen. Ich war noch nie dort und deswegen habe ich mir eine Rundreise ausgedacht. Ich werde von Norden nach Süden reisen, von Porto nach Faro und dementsprechend viel unterwegs mit leichtem Gepäck, möchte aber nicht auf Malerei verzichten. Und deswegen habe ich mir etwas ausgedacht, um das ganz einfach unterwegs zu haben, damit ich, egal wo ich bin, trotzdem malen kann, ob ich in einem Café oder im Restaurant sitze, ob ich irgendwo auf irgendetwas warten muss und diese Zeit überbrücken möchte, auch im Flugzeug oder am Strand, egal. Dieser Blog wird also mich begleiten und zusätzlich nur 2 Stifte in Schwarz und Weiß. Mal sehen, was daraus wird. Ich lade dich also ein, begleite mich auf dieser Reise und schau, wie das Ganze funktionieren kann. Das ist die Aussicht aus meinem Fenster. Ich wohne unterm Dach in einem kleinen Apartment und gehe jetzt auf die Erkundungstour durch die Stadt. Porto, die Stadt der Brücken und des goldenen Lichts. Hier riecht es nach Fluss, Stein und altem Wein. Über den Dächern liegt ein Hauch Melancholie und zugleich eine vibrierende Kreativität. Ich war umgeben von Kunst. Auch diese wundervollen Werke habe ich in einer Fußgängerzone entdeckt und kam in ein Gespräch mit der Frau, die gemalt hat. Sie heißt Mariane. Mariane ist eine Portugiesin und lebt in Porto. In Rua Santa Catarina habe ich diesen Laden gefunden. Künstlerbedarf. Und natürlich könnte ich nicht mit leeren Händen diesen Laden verlassen und habe mir diese Tinten gekauft. Und natürlich, sobald ich zu Hause in meinem kleinen Apartment angekommen bin, wollte ich sie sofort ausprobieren. Und da ich mit leichtem Gepäck reise und das alles nicht geplant war, musste ich jetzt improvisieren. Ich habe Wasser genommen und meine Hand und die Seiten in meinem Blog mit der Hand feucht gemacht und dann angefangen mit den Tinten zu experimentieren. Praktischerweise haben diese Tinten eine Pipette dran, sodass ich mit der Pipette sie nutzen könnte, anstatt eines Pinsels, den ich natürlich nicht hatte. Und somit konnte ich meine Farbe doch auftragen. Ich bin jetzt mit dem Auftrag fertig und das war so der spontane Entschluss, dass ich die Seiten zusammengeklappt habe. Das sind diese sogenannten Abklatschbilder. Und genau das habe ich gemacht. So sieht das jetzt aus. Ich lasse das jetzt trocknen und dann kann ich daran weiter mit meinen 2 Stiften arbeiten. Wir sind nun in Nazaré angekommen. Das ist ein in Portugal sehr beliebter Badeort, der bekannt ist für seine riesengroßen Wellen.
Ihr könnt nicht vorstellen, wie sehr ich auf diesen Augenblick gewartet habe, endlich mal das Handtuch zu packen, zum Strand zu gehen, meinen Block und die Stifte mitzunehmen und zu malen. Und das habe ich jetzt getan. Und natürlich möchte ich euch zeigen, was ich da genau mache. Wie können intuitiv solche Illustrationen entstehen? Schau hier, du siehst die Farbverläufe und diese Farbverläufe bekommen von mir jetzt die Konturen. Und während ich diese Konturen male, entstehen schon Ideen, also quasi unterwegs entwickelt sich das Bild. Wundert dich jetzt bitte nicht, dass ich so dick gekleidet da am Strand liege. Es war ziemlich kalter Wind, so dass ich mich einmummeln musste. Aber das hat mich nicht daran gehindert, zu malen. Und langsam entwickelt sich das Bild. Ich arbeite abwechselnd mit schwarzem und mit weißem Stift und beobachte, welche Formen sich da ergeben. Es ist ein sehr meditativer Prozess. Ich mache mir keine Gedanken, was das ist. Ich male einfach und peu à peu entdecke ich da was und schau hier, da ist eine Frau und ein Hund auf einmal sichtbar geworden. Und irgendwann vielleicht ergibt sich eine Geschichte. Und nun haben wir die Hauptstadt von Portugal erreicht, Lissabon. Wir sind nur kurz in unser Hotel rein, haben die Koffer abgestellt und sind los, um die Stadt zu erkunden. Diese Stadt scheint selbst der Wind Geschichten zu erzählen. Zwischen alten, bunten Hausfassaden und dem rhythmischen Rattern der historischen Straßenbahnen pulsiert eine kreative Seele. Lissabon liegt auf 7 Hügeln und von jeder Anhöhe eröffnet sich ein neuer, fast poetischer Blick auf den Tejo. Tejo ist ein Fluss, der durch die Stadt fließt und in den Atlantik mündet. Ich habe mich treiben lassen durch enge Gassen entlang der Uferpromenade, über sonnengewärmte Pflastersteine. Es war, als ob die Stadt selbst mich eingeladen hätte, meine Eindrücke in Zeichnungen zu verwandeln. Lissabon ist nicht laut, sondern lebendig. Es ist eine Mischung aus Melancholie und Leichtigkeit. Und ich glaube, dass diese Mischung auch intuitiv in meine Skizze hindurchkam. Ich malte immer wieder in den kurzen Pausen, die ich hatte, in der Mittagspause oder kurz bevor ich schlafen gegangen bin. Und deswegen hat das alles sehr viel Zeit in Anspruch genommen, beziehungsweise sehr viele Tage. Und das war für mich auch eine wundervolle Geduldsübung. Das war Entschleunigung pur auf allen Ebenen. Und dabei habe ich wahrgenommen, wie sehr ich darauf konditioniert bin, schnelle Ergebnisse zu liefern. Es könnte sein, dass dir das auch bekannt ist. Wir sind weitergereist durch Porto Covo nach Monchique. Monchique ist das grüne Herz der Algarve. Wir sind in den Bergen über der Küste. Hier wirkt alles plötzlich stiller, wilder, fast geheimnisvoll. Die Luft riecht nach Eukalyptus, nach Erde und Sonne. Wir sind ganz in der Nähe des höchsten Punktes der Region und sind auch darauf aufgestiegen. Das ist
Feuer über 900 Meter hoch. Von dort oben reicht der Blick an klaren Tagen bis zur Westküste, zum Atlantik und tief hinein ins Landesinnere. Und natürlich habe ich gemalt. Dieser Raum, wo ich mich gerade befinde, ist ein Aufenthaltsraum für alle Gäste. Das Hotel ist sehr klein, das hat nur 5 Gästezimmer und dieses Zimmer ist wie ein Wohnzimmer eingerichtet. Es ist also sehr familiär, sehr gemütlich hier und ich habe wirklich überlegt, eventuell hier ein kreatives Retreat anzubieten. Was hältst du davon? Ich schlage jetzt mein Buch nochmal auf. Das ist das Ergebnis meiner Reise. Ich mache jetzt Schluss und es geht auch demnächst wieder zurück. Ich freue mich aber schon sehr auf zu Hause, auf mein Atelier und auf neue Begegnungen, neue Videos und auf euch. Und nun bin ich in einem Flugzeug, wir heben ab und ich blicke zurück auf meine Reise und denke, wow, so viele Farben, Eindrücke, Stimmungen. Vom Norden bis in den Süden, jeder Ort war anders und doch hat sich alles verbunden durch die Linien in meinem Skizzenbuch, durch das einfache, intuitive Malen unterwegs. Danke, dass du mich begleitet hast. Ich hoffe, du könntest ein bisschen von dieser Ruhe, Neugier und Freude mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.